Hallo und herzlich willkommen zu unserem 21. Rennen. Wir fahren heute bei der Formel 1 in Japan und ich muss mal ehrlich sagen, mir ist glaube ich selten vom Layout eine Strecke so gut gelungen wie diese hier. Also echt ganz toll und bin da mal gespannt, ob wir da eine Menge Überholmanöver sehen werden. Ich habe sie jedenfalls so gebaut, dass es möglichst oft passiert. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal wie gewohnt in die andere Szene rüber und ich zeige euch als allererstes mal hier die Strecke. So, dann einmal hier. Ich habe euch wie immer die rote Linie nachgefahren. Wir schauen einmal, wieso denn die Strecke so aussieht, wie sie es tut. Hier kann man es jetzt schön mit den roten Linien vergleichen, dass es doch sehr ähnlich ist zu dem, wie wir es hier bei unserer Gravitrax-Bahn haben. Gerade hier aus dieser Perspektive ganz schön. Dann fahren wir das Ganze einmal mit dem Mercedes mit. Ich nehme die rote Linie an der Stelle hier mal weg und dann fahren wir das hier parallel mit der roten Linie mit, damit ihr immer wisst, wo gerade das Rennfahrzeug ist. Das haben wir hier auf Start und Ziel. Dort gibt es insgesamt 3 verschiedene Schienen. Die ersten werden natürlich ein bisschen die langsamere Schienen fahren, die hinteren können dadurch aufholen und dann geht es in diesen Trichter hier rein, wo gerade die große rote Linie drüber gezogen ist. Da wird es auch eine Menge Zweikämpfe geben und dann geht das hier in diesen schönen ersten Sektor rein. Hier sieht man eben diese tollen Links-Rechts-Kombinationen, weswegen auch alle Formel-1-Fahrer echt sagen, das ist mit ihrer Lieblingsstrecke, weil es einfach so Spaß macht, hier durchzudüsen. Durch diese Kurvenkombination. Dann geht es hier in eine Doppelrechtskurve rein und dann bei unserer Bahn in den Separator. Bei dem Separator werden dann wieder die erste und die dritte Kugel nach rechts gehen, werden hier diese Originalstrecke, also diesen kleinen Haken, den wir jetzt hier sehen, fahren. Die zweite und die vierte Kugel können dann ein bisschen eine kürzere Strecke fahren und die erste muss dann oben nochmal ein ganz klein bisschen längeren Bogen fahren, also sehen wir da auch viele Überholmanöver und dann geht es eben in diesen langgezogenen Linksbogen und dann auf diese ewig lange bergab, ja fast gerade, Schrägstrich Kurve ist beides so ein bisschen hinein, wo es dann wieder zurück auf Start und Ziel geht. An unserer Stelle wird hier in den Lift reingefahren, das überspringen wir jetzt natürlich hier mit der roten Linie, weil das Formel 1 Auto da nicht lang fährt und dann geht es nach oben und wieder zurück auf Start und Ziel. Und dann nehmen wir hier noch diese kurze Schikane mit und dann geht es wieder in den Separator und dann wechseln wir wieder die Szene und schauen uns das Rennen an. So, dann seht ihr hier nochmal die Strecke. Wir fahren heute 12 Runden. Red Bull als erster, Mercedes zweiter, Lotus dritter und Ferrari startet als viertes. Und dann blende ich euch parallel immer die Rundenzahl ein und dann fangen wir an mit dem Rennen und dann geht's los. So. Wie gewohnt, ich werde euch immer am Ende der Runde dann oben die aktuelle Rangliste zeigen. Hier sehr schön durchgekommen. Der Mercedes auf Platz 1 wird jetzt hier die längere Spur fahren. Das kann Lotus ausnutzen und geht direkt auf Platz 1. Wir schauen mal, Red Bull zweiter, Mercedes nur noch dritter und Ferrari vierter. Und dann gehen wir in die Runde 2 hinein und schauen mal, wie der Vorsprung denn hier aussieht. Wir können bei der Rennstrecke leider, wie ihr es hier seht, nicht sehen, wo die Kugeln gerade im Lift sind. Aber ihr seht ja, der bewegt sich. Also die Kugeln werden dort immer nach oben fahren. Hier kommt der Lotus ganz gut durch und sowohl der Red Bull als auch der Ferrari überholen hier den Mercedes in dem Lift, in dem Trichter. Ich vertausche die beiden ja immer wieder. Also Red Bull jetzt vorne vor Mercedes, Lotus dritter und Ferrari immer noch auf den 4. Platz, konnten sich bislang noch nicht verbessern. Mal gucken, wie das in der nächsten Runde aussehen wird. Dann haben wir jetzt mit Red Bull hier einen kleinen Vorsprung, nehmen hier die langsame Schiene, werden aber nicht eingeholt werden können. Dadurch kommt man nur in diesen Zweikampf dann im Trichter, aber Lotus kann sich hier behaupten, ist jetzt neuer Führender, wird jetzt aber in der nächsten Passage dort den kürzeren, beziehungsweise die längere Strecke haben, wird dort überholt und ist jetzt sogar letzter, also innerhalb von einer Runde vom ersten auf den letzten Platz, weil es einfach so dicht aufeinander ist. Und dann gehen wir in die Runde Nummer 4 und haben dann gleich das erste Drittel geschafft nach dieser Runde. Mercedes mit einem leichten Vorsprung. Mal gucken, wenn er zuerst in den Trichter reinkommt, ob er vorher durch ist, bevor die Meute kommt. Und die drücken ihn sogar durch, aber der Lotus kann sich am Red Bull vorbeidrücken. Und jetzt schauen wir mal, wie es beim nächsten Separator aussieht. Das kann Ferrari nutzen und geht hier mit einem guten Vorsprung in Führung vor Red Bull und Mercedes. Und dann haben wir das erste Drittel geschafft und gehen in die Runde Nummer 5. Mit dem neuen Trichter ist es wirklich, ich habe es wieder vertauscht. Mit dem neuen Lift ist es wirklich sehr angenehm. Er ist ein bisschen ruhiger, wenn keine Kugeln drin sind, im Gegensatz zu dem Space Rail Lift. Also kann man auch wirklich nur empfehlen. Nach wie vor ist der Link in der Beschreibung. Guckt da gerne mal rein. Wenn euch solche Lifte auch interessieren, auch wenn sie ein bisschen kleiner sind, dann kriegt ihr sie auch günstiger beim Händler. Und
Deswegen schaut da mal rein, die sind wirklich sehr zuverlässig und ich kann hier die Rennen in einem Cut perfekt aufnehmen, muss nicht dauernd die Kugeln wieder neu reinsetzen, weil irgendwo eine hängen bleibt oder so. Das funktioniert wirklich richtig toll, zuverlässig. Eine Sache weniger, um die man sich Gedanken machen muss, wenn man hier 12 Runden fährt. Boah, jetzt haben wir richtig schön Zweikämpfe da in dem Trichter gesehen. Lotus ist jetzt knapp vorne, wird jetzt wahrscheinlich beim nächsten Separator aber eingeholt werden. Ja, von Mercedes sind jetzt wieder Letzter, weil sie einfach so knapp nur den Vorsprung hatten, dass es dann eben nicht ausreicht, wenn man da hinten dann die langsame Spur hat und dann durch den Windschatten von den anderen allen überholt wird. Ansonsten auch der Separator, wenn man den leicht schräg stellt, bleiben da die Kugeln auch überhaupt nicht mehr hängen. Und auch mit diesen Schienen, die wir hier im ersten Sektor, wo jetzt die Kugeln da durchfahren, wenn man die sich mal anguckt, das funktioniert wirklich alles wunderbar. Also ich war wirklich von keinem dieser Produkte enttäuscht. Alle haben genau das geliefert, was ich mir erhofft habe. Und deswegen, jetzt habe ich erstmal ausgesorgt mit Gravitrax-Sachen, aber wir sind mal gespannt, was dann im September alles rauskommen wird an neuen Sachen und dann findet man schon wieder neue Möglichkeiten, was zu bauen. So, jetzt aber wieder zurück zum Rennen. Ferrari hier in Führung, wird jetzt aber die Führung verlieren an den Lotus und auch der Red Bull und der Mercedes fahren vorbei. Beide auch richtig knapp da im Duell gerade noch gewesen. Und dann gehen wir in die 9. Runde rein. Haben wir noch vier Runden insgesamt. Und wenn wir mal so gucken, Lotus jetzt gerade vorne, wäre nicht so ganz unwichtig, dass am Ende auch das Rennen gewinnen, damit sie jetzt, wo es dann doch langsam ins Finale geht, noch vielleicht 5 Rennen haben wir jetzt noch übrig, dass man wirklich hier in der WM noch ein bisschen ranzieht, damit sie nicht völlig abgeschlagen sind. Jetzt haben sie hier wirklich schlechte Karten, sind weit hinten dran. Mal gucken, wie viele Plätze Lotus gut machen kann. Keinen einzigen, obwohl sie Letzter sind, können sie durch den letzten Separator auch keinen einzigen Platz gut machen. Dann gehen wir in die Runde 10 rein. Also noch 3 Runden, um hier sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen und dann am Ende das Rennen zu gewinnen. Und der Red Bull ist hier so früh im Lift, wird trotzdem von dem Mercedes verdrängt und der Lotus ist wieder Letzter, ist jetzt hier aber ein bisschen näher an der Gruppe dran. Also der kann jetzt hier im Separator zumindest am Ferrari und sogar am Mercedes vorbeiziehen, ist jetzt auf dem 2. Platz nach vorne gekommen, Red Bull Erster. Dann gehen wir in die vorletzte Runde rein. Und jetzt geht's um die Punkte, Leute. WM-Stand sehr knapp bei allen. Müssen wir mal schauen, es sind natürlich alle Kugeln gleich, nicht wie bei der Formel 1, wo der eine Wagen stärker ist. Oh, ja, alle kommen eigentlich gleich und durch den Trichter, außer der Mercedes, der bleibt hängen, ist dadurch jetzt wirklich sehr weit hinten dran. Aber in der letzten Runde, ja, ist zumindest noch am Red Bull, direkt im Lift dahinter, also hat noch alle Chancen. Oh, nicht Runde 112. Runde 12, also die letzte. Jetzt geht's um die Punkte. Lotus hier mit einer guten Ausgangsposition ist Erster, hat auch einen guten Vorsprung, wird auch als Erster in den Trichter kommen. Da kommt es jetzt drauf an, wie gut kommt man durch diesen Trichter durch. Lotus ist nur Zweiter, aber hat jetzt gleich beim nächsten Separator eine gute Chance. Mercedes kann sich am Ferrari vorbeidrücken. Das sieht sehr gut aus für den Lotus. Der wird Erster und wer wird Zweiter? Mercedes oder Red Bull? Ganz knapp zieht der Mercedes noch am Red Bull vorbei. Red Bull wird Dritter und Ferrari macht den 4. Platz leider nur. Also ein richtig knappes Rennen am Ende. Und dann zeige ich euch hier einmal, nachdem ich das vorbereitet habe, das aktuelle Leaderboard von der Reihenfolge. Ich sitze hier ein bisschen im Weg, ne? Ich kann das jetzt leider auch nicht machen. Ihr könnt hier so ein bisschen hauchzart die 3 sehen hier. Aber ist ja nicht wichtig. Also Mercedes Dritter, Lotus Vierter. Aber was den WM-Stand angeht, war das Rennen halt jetzt echt richtig nice, weil die, wo hinten sind, kriegen die meisten Punkte. Dadurch haben wir vorne tatsächlich einen Dreikampf. Ich weiß nicht, ich glaube bei Lotus ist es auch mit den 5 Punkten. Ja, ich weiß nicht, ob das noch reicht, ne? So insgesamt bei der WM, um da noch aufzuholen. Aber für die anderen 3 Teams noch alles drin. Jetzt müssen wir mal schauen auf der Zielgeraden, die letzten 5, 6 Rennen, die jetzt noch kommen. Wird richtig geil, ne? Also, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt's, lasst ein Like da. Glocke drücken, wenn ihr kein Video verpassen wollt und subscriben. Damit helft ihr mir immer sehr. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Dann werden wir jetzt als nächstes mit Kugelbahn das Rennen vorbereiten, dass es dann mit dem Racing Tournament weitergeht. Und danach produziere ich wieder weiter Formel 1 Videos. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao!